Elektronik kann viel befremdlicher sein als Science Fiction. Und nur wenn alle Details stimmen, stimmt das Ganze. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier untersuche ich die Eigenschaften von einem preisgünstigen Schaltnetzteil, das ich für mein Leistungsverstärkerprojekt ausgewählt habe. Ich benötige 48 Volt DC mit ca. 500 Watt Leistung. Das gewählte Netzteil stammt aus einer Familie mit unterschiedlichen Spannungen und Leistungen. Es gibt relativ viele technische Daten, auch Maßzeichnungen. Und um es vorwegzunehmen, wie in vielen anderen kommerziellen Netzteilen wurde auch hier keine PFC-Schaltung realisiert. Und das bedeutet, dass der eingespeiste AC-Strom nicht sinusförmig ist. Der sieht so aus wie bei einem analogen Netzteil mit Netztrafo, Gleichrichter und Elko. Geringes Gewicht und Größe entsprechen natürlich dem eines Schaltnetzteils. Alle Fakten in diesem Video sind gewissenhaft erarbeitet, aber auch mir unterlaufen Fehler. Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht. Ist auch eingraviert. Hier habe ich die Netzeinspeisung. Da ist ein Schalter. Den eigentlichen Schalter kann man nicht sehen, das ist ein Fußschalter. Der grüne Draht ist die Schutzerde, blau ist 0, braun ist Phase. Dann haben wir hier die Ausgangsspannung, Minus und Plus, ich habe das nochmal markiert. Ja, dann gibt es hier noch ein kleines Gerät, das ist ein Differential Probe, mit dem kann man Hochspannung besser aufs Oszilloskop bringen, ohne zu befürchten, dass die Eingänge kaputt gehen. Ja, da habe ich dann hier noch eine Strommesszange, die misst jetzt den Eingangsstrom und natürlich hier elektronische Last, ja, die auch die Leistung eben bringt. Mal 1 Ampere jetzt als Grundlast ein, ein bisschen mehr auf den Ostsee Zeit. So, machen wir es nochmal. Jetzt haben wir den Einschalt mit minimaler Last, 1 Ampere, 48 Volt. Ja, sieht ja ganz gut aus, ne? Da fließt ein Strom von, hier sind es Millivolt, 10 Millivolt ist 1 Ampere, also etwa ein halbes Ampere. Ja, da kann man ja das mal abspeichern. So, jetzt kann man das gleiche natürlich auch mit höherer Last machen. Zum Beispiel 5 Ampere. So. Jetzt haben wir 5 Ampere pro Division. Das piekt halt etwas über die 5 Ampere. Eigentlich ganz ordentlich.
so machen. Ja. Hier ist schon der Sinus ein bisschen platt. 5 Ampere. So, ich mache mal ein Bild. Ja, so, jetzt gehen wir noch mal auf 10 Ampere. Das muss er ja mindestens bringen. 45 Volt, 10 Ampere sind 480 Watt. Den auf Konstantstrom. Mal gucken, ob er es überhaupt packt, hochzulaufen. Ja, ist gepackt. So, jetzt sind wir bei 8 Millivolt. Und bei 5 Ampere Polyvision. So. Jetzt machen wir hier mal Save. Kurzzeitig möglichen Überstrom 12,5. Jetzt wird es spannend. Packt er das? Ja, hat er gepackt. Dann machen wir mal Save. So, 10 Ampere. Schauen wir uns mal die Ausgangsspannung an. Und zwar das Restrauschen. Ja, Coupling AC. So, da haben wir noch was. Der Lüfter ist ja eigentlich immer an, aber auch ziemlich laut. Ja, also es hält sich in Grenzen. Man hört ihn und er wird, egal wie die Lastsituation ist, immer gleichmäßig pusten. Außen wird das Netzteil ja, mäßig, vielleicht 10 Grad wärmer als die Umgebung. Mehr ist das nicht. Und jetzt würde er noch anstehen. Vielleicht das wir noch mal mit der Strommesszange. Guckt nach den Störungen. Bislang haben wir ja nur geguckt. Da ist einmal der Erdstrom. Mal gucken. Wir haben natürlich hier auf einem ganz anderen Bereich. 3 Millivolt, sind also 34% von 0,1 Ampere, das ist ein ganz schöner Strom. Ja, das waren die Erdströme. Jetzt gucken wir mal nach den COM-Mode-Strömen. So. Das ist ja relativ günstig, da ist nicht viel. Also Netz und Null und Phase gemeinsam. Ein gutes Bild. Ich habe noch ein bisschen umgebaut. Ich will jetzt wissen, wie viel von der Sekundärseite quasi abgeleitet wird auf die Masse. Und dazu habe ich hier mein Probe. Der Strom hier auch dann anders
angeordnet. Das sind jetzt 50 mA pro Division. Eine ganze Menge. Das tut kribbeln. Das merkt man. Also mit dem Multimeter gemessen sind es 0,2 mA. Das ist natürlich jetzt nicht die Wucht, aber es sind halt doch starke HF-Störungen, je nachdem, wofür man das einsetzt. 10 Ampere Laststrom, 0. So, jetzt sind es noch die Hälfte. Also ergänzen kann man ja immer sowas. Einfach dreimal oder vielleicht auch viermal durch so einen Ferritkern und dann sieht die Sache schon viel besser aus. Ich baue jetzt noch mal um und gucke mal rein. So, willkommen zurück. So, ja. Also klar, das Siegel ist gebrochen. Ah ja. Also, es ist ordentlich aufgebaut.